Good evening. I'm Bobo Ockels, one of the three first ESA astronauts, and I'm here in the ESA's Technical Center, ESTEC, where we're building up the European Space Station Information Center. And what we do here tonight is celebrating 25 years of Spacelab. We have many guests here. We are connected to over 30 sites all over in Europe, and we are live on the BR Alpha, Bayerische Rundfunk. Also guten Abend, meine deutsche Freunde. Sie werden überall Ihre simultane Übersetzung hören, also Sie brauchen keine Furcht zu haben, dass Sie das nicht verstehen. And then we would like to celebrate this also tonight with the launch of the last Spacelab mission, the Neurolab. But unfortunately, the mission got delayed by 1 day. And we have a direct link to Martin Ranson, which was at the Cape Canaveral, to give us the last update. So Martin, can you tell us what happened? Good evening, everybody, and good evening, Hubo. Yes, I'm speaking to you from the grandstand at the press site of the Kennedy Space Center, looking out over the watery terrain, the marshland in front of me, and I can see clearly on pad 39B the Columbia shuttle, white shuttle, and the orange external tank that's waiting on the pad ready to lift off. Little did we think that when we visited the site last night and the service structure was removed, that we would be here speaking to you from a grandstand that is absolutely empty. Now, the reasons for the 24-hour postponement, they are technical. There is basically a box of avionics. It's crucial for the flight since this box of electronics, in fact just the size of a shoebox, is responsible for maintaining communications between the ground and the orbiter Columbia. This network signal processor, as it's called, it failed when it was switched on earlier this morning, just before, in fact, the fueling of the external tank. Though this system involves 2 units for redundancy, the 2 are required for launch to proceed. It's a question of safety that must be respected. So this box of electronics will have to be replaced with an identical unit aboard Endeavour. That will take most part of today. Robert Seek, the shuttle processing director, says that they have a good margin and that a launch can be envisaged at the same time tomorrow. There are implications. Today they're going to have to take off the orbiter 18 mice and several hundred crickets. These have to be replaced with new batches. Crickets have a very short lifetime, so these will have to be changed. That is the situation at the moment. We'll be back with you later on in the program. Well, thank you very much, Martin, and I hope we find the new crickets then for tomorrow. The celebration we have of 25 years is because that in 1973, the actual political decision was taken in Europe by the member states of the European Space Agency to build Spacelab. Spacelab, a contribution to the National Space Transportation System of the United States of America. So Spacelab was an integral part of the shuttle. And that was the way we embarked on manned spaceflight, and that is what we celebrate today. And we will find some pioneers here, which I'm going to interview and tell us about how it all started. But before that, we have a videotape on Spacelab.
Spacelab ist ein Labor im Weltraum, das im Laderaum des Space Shuttle transportiert wird. Es ist inzwischen so oft eingesetzt worden, dass viele es für einen Bestandteil der Space Shuttle halten. Spacelab ist aber in Europa gebaut worden und bildet einen wichtigen Beitrag zum Shuttle-Programm der amerikanischen Weltraumbehörde NASA. 1983 wurde es als erstes wiederverwendbares Labor in den Weltraum geschickt und bietet seitdem ein bequemes und praktisches Umfeld für wissenschaftliche Forschung. Die Entwicklung des Spacelab vor 25 Jahren war ein ehrgeiziges Projekt. Europa hatte damals zwar keinerlei Erfahrung in der bemannten Raumfahrt, doch den Urhebern gelang es, ein universelles Konzept zu verwirklichen. Spacelab besteht aus 2 Komponenten. Zum einen enthält es ein bemanntes Modul, in dem eine ähnliche Laboreinrichtung wie auf der Erde in sogenannten Racks untergebracht ist. Zweitens befinden sich neben diesem bemannten Modul Instrumentenpaletten. Diese sind in direktem Kontakt mit dem äußeren Vakuum des Raums und dienen der Durchführung experimenteller Beobachtungen der Erde oder des Universums. Vor jeder Mission wird eine Kombination dieser beiden Elemente in den Laderaum des Shuttle eingesetzt. Das System zeichnet sich durch große Flexibilität aus und bietet die Möglichkeit, je nach Anforderungen der einzelnen Missionen unterschiedliche Flugkonfigurationen zu erstellen. Die Dauer einer Mission beträgt in der Regel 10 bis 15 Tage. Aber warum ist Wissenschaft im Weltraum überhaupt notwendig? Auf der Erde herrscht seit jeher überall Schwerkraft. Sie hält uns auf der Oberfläche des Planeten. Um zu verstehen, wie grundlegende biologische Prozesse ohne den Einfluss der Schwerkraft ablaufen und wie sich Menschen der Schwerelosigkeit anpassen, ist deshalb Raumfahrt nötig. Ebenso müssen viele Experimente zum Verständnis der physikalischen Kräfte, die einfachen natürlichen Vorgängen wie Schmelze oder Erstarrung, Kristallisierung oder Konvektion zugrunde liegen, im Weltraum durchgeführt werden, da auf der Erde die Schwerkraft immer die Ergebnisse beeinflussen wird. In der Umlaufbahn um die Erde ist die Schwerkraft natürlich immer noch aktiv, sonst würde das Space Shuttle einfach davontreiben. Aber die Geschwindigkeit, mit der es die Erde umkreist, hebt die Schwerkraft auf und schafft an Bord Bedingungen von Schwerelosigkeit oder Mikrogravität. Seit 15 Jahren ist Europa an den wissenschaftlichen Experimenten an Bord des Spacelab beteiligt. Die Ergebnisse sind beeindruckend, aber ein Problem, das dem Erfolg der Forschung Grenzen setzt, ist die Zeit. Die Missionen sind sehr kurz. Um das zu vermeiden, werden die Technologie und das technische Wissen, auf dem Spacelab aufbaut, auf den neuesten Stand gebracht und mit dem Columbus-Labor in eine dauerhafte Laboreinrichtung im Weltraum geschaffen. Das ist Europas wichtigster Beitrag zur internationalen Weltraumstation. I'm standing here in the Columbus orbiting facility. That's the European part of the International Space Station. And in fact, what I have here with me are 2 of the pioneers involved in the early phases of Spacelab development. And I first like to talk with Werner Inden. Werner, very glad to see you here. You were there right in the beginning. Erno, at that time, it was called, in Bremen, and you won the prime contractor. Can you tell us a little bit about how did you won that race? First of all, it's certainly an exciting moment to remember the early days when we started Spacelab. Nobody was at that time asking justification for manned spaceflight. So this was an exciting time. Now becoming a prime contractor at that time was Damals war es eine schwierige Aufgabe, ein richtiger Wettbewerb, ein Hauptauftragnehmer zu werden. Wir hatten es schwer, diesen Auftrag zu gewinnen.
Well, certainly not really. Nein, das but sicher it was a special nicht. challenge, Es handelt sich um eine besondere Herausforderung, denn wir mussten zugleich die Systementwicklung und auch die Eingaben für die Unterauftragnehmer zur Verfügung stellen. Das war schwierig. Oh yes, this was the reputation of Bremen as being der Ruf Bremens war es, das europäische bemannte Raumfahrtzentrum zu sein, und darüber sind wir natürlich stolz. Oh yes, we had natürlich bekamen wir ziemlich viel Hilfe von den Amerikanern, Revuen aus der NASA, jedes Vierteljahr hatten wir Prüfungen. Der Fortschritt wurde sehr sorgfältig überprüft, und es war gar nicht einfach, so ein modulares Labor zu entwickeln, das die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für die Astronauten in den vielen Jahren gezeigt hat. Now, one of the difficulties was that you had many contractors in Europe, smaller ones and bigger ones, and one of the, let's say, bigger subcontractors you have was Alenia Spazio in Italy, in Torino. And we have here Paolo Piantella. And Paolo, yeah, I mean, also for you, I mean, you represent here the old days of I'm sorry to say, of Alenia Spazio. In Torino, something must have happened also because of Alenia being involved in building Spacelab. And what is it, what it was built by Alenia? Well, Alenia was responsible war for verantwortlich für die Entwicklung der Struktur des Moduls, die Außenhülle und die Innenausstattung, wie das Modell, was wir hier sehen, die Hitzekontrolle, der druckbeaufschlagten Stellen und der Nicht-druckbeaufschlagten Stellen. For those who do not realize, I mean, once you're in space outside, there's nothing. There's no air pressure and so on. So how did this go? I mean, what was the experience you were using, you know, that to say that the structure was correct? How does something work like that? Well, the experience had to be die Erfahrung wurde von Null auf aufgebaut. Damals hatten wir nur 45 bis 50 Ingenieure in unserer Gruppe, und mit der Hilfe von amerikanischen Beratern mussten wir alles erfinden. Wir mussten die mathematischen Modelle bauen, wir mussten die Computer programmieren, damit wir dann schließlich beweisen konnten, dass das Design das Richtige war. Und damit haben wir Erfolg gehabt. What I just wanted to ask, Paul. I mean, you have learned all this stuff, and now the 45 engineers have grew older, and there's perhaps many more young engineers, and so what does it bring to you now, right now? Well, today, heutzutage Torino, gibt es in Turin, wo unser bemanntes Raumfahrtzentrum sich befindet. 1000 people. Da arbeiten 1000 Leute, und heutzutage haben wir mehr als 500 Ingenieure, die sich mit der Raumstation befassen. Es war daher ein enormes Anwachsen in den vergangenen 25 Jahren, und darüber sind wir sehr stolz. So let's say the choice that you got subcontractor and built the structure eventually became quite important in Torino, and I'm very glad to hear that, Paolo. Now, talking about the Spacelab, the old days, of course, we also have to talk about its first flight. And Spacelab 1 took place in November in 1983. And we were all very proud, in particular also because the first non-US astronaut was on board, my colleague Ulf Merbold. And it was very peculiar because Europe started with the idea of scientist astronauts. So they put scientists on board, and so NASA had basically two problems. One is suddenly there was a non-pilot coming, and it also was a non-US citizen. But since then, this happened many more times, and NASA now became used to it. It is practically routine, and in this sense, the old Spacelab flight was a gear up to the International Corporation for the Space Station. But let's go back to Spacelab number 1. European Space Agency payload specialist Ulf Merbold now in the Spacelab module for the first time. Als Ulf Merbold 1983 mit Spacelab ins All startete, bedeutete das den Höhepunkt langjähriger Systementwicklung und Ausbildung. Bald sollten weitere europäische Astronauten folgen.
Aber am Anfang des Spacelab-Programms hatte Europa keinen einzigen Astronauten vorzuweisen. Mitte der 70er Jahre begann die ESA mit der Auswahl von Kandidaten. Nach umfangreichen Tests und ärztlichen Untersuchungen schafften es etwa 50 in die Endauswahl der ESA. Ulf Merbold hatte sich ein Jahr zuvor auf eine Zeitungsannonce hingemeldet und gehörte jetzt zu den 4 Personen, die für ein Anfangstraining ausgesucht wurden. Daraufhin habe ich mich mal beworben und bin zu meinem eigenen Erstaunen nach einem Jahr am Ende einer der ersten Astronauten der ESA geworden. Und ganz am Schluss hatte ich sogar das Glück, als erster Nicht-Amerikaner mit dem Shuttle mitfliegen zu können. Schon lange her, 1983. Ulf war auch der erste Vertreter einer ganz neuen Generation von Astronauten. Das Hauptziel von Spacelab ist die Durchführung wissenschaftlicher Experimente im Weltraum. Deshalb erschien es sinnvoll, Astronauten auszubilden, die die technischen Anlagen verstanden und bedienen konnten. Man brauchte dafür nicht unbedingt einen Testpiloten vom Militär. Deshalb rief man das Berufsbild des Wissenschaftler-Astronauten ins Leben. Die Kandidaten für diese Ausbildung wurden aus einer Reihe von Disziplinen ausgesucht. Bislang sind 14 europäische Astronauten mit Spacelab geflogen. Ich glaube, was mit dem Spacelab begonnen wurde, das wird in der Raumstation fortgesetzt werden in diesen Jahren. Die Leute, die dort oben arbeiten, die werden 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate dort oben vor Ort bleiben und wissenschaftliche Experimente zu machen haben. Natürlich auch ein bisschen Hausmeisterarbeit, die Station muss ja auch gewartet und betrieben werden. Aber die Pilotenforderungen, die existieren nicht. Im Rahmen der Vorbereitung für die internationale Weltraumstation wird die ESA damit beginnen, alle nationalen Astronauten nach und nach in ein gesamteuropäisches ESA-Astronautenkorps zu integrieren. Diese Astronauten sollen allgemein längere Missionen als Ulf unternehmen. Die Erfahrungen, die bei Spacelab und auf der russischen Weltraumstation Mir gesammelt wurden, werden dabei von großem Nutzen sein. Now we've talked about Spacelab, about how it's built and how the astronauts are selected. But then what is very important, especially for scientist astronauts, is to see the data on board and to be able to work with the experiments and react on it. And for that, you need computers, and good ones. Now, on Spacelab, this was called CDMS, Control and Data Management System, and built by Matra. And we have here DJ Perronneau, and although you don't look as being the age of somebody who still knows what all happened in the beginning, you were 15 years old while the decision of Spacelab was started. Yeah. I would like to ask you, representing here Matra Marconi Spaces, the same questions as I asked before. How did you get involved? How did Matra get involved? How did you win the contract of building the computer? In fact, the contract was won because France was participating in this project, and France an diesem Projekt teilnahm. Und Frankreich hatte immer sich für die Avionik interessiert. Es hieß, dass das die Disziplin der Zukunft sein würde. Und das war, glaube ich, eine gute Wahl. Das ist auch heute noch unser Beitrag zum bemannten Raumflug. Spacelab war der Anfang eines großen Abenteuers damals. When you started to build the computer, there were all kinds of discussions how large the computer should be, how large the memory should be. I think the original memory was thought of with 8K, and then it went to 64K. At that time, there was a big difference between a space-proven computer and one which is on the shelf. How has this evolved in those years? That's still the same. I can tell you that the memory is always too small. Der Speicher ist immer zu klein, auch sogar noch heute. Der Speicher ist immer zu klein, denn wir haben die Tendenz, immer mehr in den Computer eingeben zu wollen. Wir haben größere Computer, besonders beim bemannten Raumflug, 10-mal größer als was auf den Satelliten verwendet wird. Denn es handelt sich nicht um dieselbe Software. Die Computer sind aber immer noch zu klein. But also, of course, working with NASA, because suddenly this computer which you built had to interface with the shuttle. Can you tell us something about how that goes? In fact, this has always been das war immer a big
ein großes Lernelement. Wir mussten mit der NASA zusammenarbeiten. Alles war uns neu, die Sprache, die Schnittstellen, die Arbeitsmethoden, alles war uns neu. Und das war nochmals genau da, wo wir am meisten gelernt haben. What is now Matra Marconi's involvement in the future in the International Space Station? Wir haben viel zu tun, das damals mit dem Spacelab schon unterwegs war. Es handelt sich um das DMS, das Datenmanagementsystem. Wir haben nicht mehr große Computer, sondern kleine, verteilte Datenverarbeitung, mehr Speicher für die Software, mehr Daten für die Nutzer und so weiter. Has been based on Spacelab, building up towards a success story in the future for the International Space Station. We hope so. Thank you very much, Didier. But let's go back to the Spacelab, and in fact to the one Spacelab which is going to be launched tomorrow, the Neurolab. It's full with experiments to measure and to investigate the human nervous system and its sensory system. So it's full with specialized experimentation, and it's good to have a little view on what is in Neurolab. Right now we are crossing the Atlantic Ocean. We have just passed the mouth of the Amazon River, but as everybody knows, we are moving really fast and it doesn't take much time. Bei der Neurolab-Mission geht es um zwei der letzten großen Grenzen der Forschung: den Weltraum und das menschliche Innenleben. Die Besatzung des Neurolab besteht aus 7 Astronauten, 3 davon Ärzte, die im Spacelab eine Reihe von Versuchen durchführen. Im Mittelpunkt der Mission steht die Auswirkung der Schwerelosigkeit auf das Nervensystem, das Blutdruck, Gleichgewichtssinn und Schlafverhalten regelt. Merkwürdigerweise gehört das Nervensystem immer noch zu den am wenigsten erforschten Teilen des menschlichen Körpers. Die Frage nach der Anpassungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Gleichgewichtsorgans im schwerelosen Raum ist ein wichtiger Forschungsbereich. Dieses Organ lenkt die Orientierung von Körper und Bewegung mit Hilfe von Sinnesorganen im Innenohr. Seine Funktion kann man indirekt durch die Beobachtung von Augenbewegungen untersuchen, die partiell von diesem Teil des Nervensystems gesteuert werden. Die größte Vorrichtung an Bord des Spacelab ist ein von der Europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelter Rotationsstuhl, der sogenannte Off-Axis Rotator, der ein Bestandteil des Experimentes zur Untersuchung des visuellen und vestibularen Systems ist. Diese menschliche Zentrifuge wird bei den Untersuchungen zur Rolle des Innenohrs und der Augen für Gleichgewicht und Koordination beim Menschen eine zentrale Rolle spielen. Es ist zu hoffen, dass die Ergebnisse einen Fortschritt in unserem Wissen über die Funktionen des Nervensystems mit sich bringen und auch für die medizinische Forschung auf der Erde positive Folgen haben werden, beispielsweise für das Verständnis komplexer neurologischer Beschwerden wie die Parkinson'sche Krankheit. 7 der 26 Neurolab-Experimente werden von Wissenschaftlern aus Frankreich, Deutschland und Italien durchgeführt. Dazu gehören Untersuchungen von typischem Schlafverhalten, ebenso wie Studien dazu, wie weit Astronauten in der Lage sind, einen Ball aufzufangen, der in Mikrogravitation fallen gelassen wird. Die Mission dauert voraussichtlich 16 Tage. Having seen what Neurolab is, it's an obvious question is, what is this science really going to be? Why is it so important? And I'm very glad to have here with me Rupert Gertzer, and Rupert Gertzer is also the head of the Institute for Aerospace Medicine in Cologne. And Rupert, can I ask you, what is the science you want to do on Neurolab, and what is the importance of that for us? Well, the whole mission is devoted to the neuronal, to the nervous system, because the nervous system is influenced by gravity every second of our life very heavily, and we are now in the decade of the brain, and so NASA decided to use this opportunity Die NASA hat diese Gelegenheit ergriffen, eine Mission diesem System zu widmen. The nervous system is extremely broad and it controls basically everything. Could you perhaps focus on a particular experiment and tell us a little bit more about its value?
Gerne. Es gibt viele Versuche, die unternommen werden. Eines bezieht sich auf die Kontrolle des Herzens und des Blutdrucks. Das wird auch durch das Nervensystem beeinflusst. Denn wenn wir hier auf der Erde sind, muss das Blut vom Herz ins Gehirn steigen. Wenn wir in der Station sind, muss das Herz nicht mehr so viel pumpen. In Schwerelosigkeit muss das Herz also gar nicht mehr pumpen. Wenn der Astronaut dann wieder auf die Erde kommt, dann muss das Herz sich bewusst werden, dass es etwas tun muss. Und das wird vom Nervensystem kontrolliert. Während so einer Mission wird es beeinflusst. Wir fliegen nicht in den Raum, um das Nervensystem selbst zu studieren. Wir nutzen diese Gelegenheit, dass das im Raum geschieht, dass das etwas uns zeigt, was wir auf der Erde nicht untersuchen können. Denn die Schwerkraft können wir auf der Erde nicht auslöschen. Wir tun das im Raum und wir können daher diese Kenntnisse auf der Erde anwenden. And you hope by exploring in space that you can learn things which you can help these patients with. Diese Probleme sind sehr ähnlich denen von Patienten, die Herzschwierigkeiten haben, Diabetiker und andere Patienten. Und es scheint, dass diese Probleme der Astronauten sehr ähnlich sind mit den Problemen solcher Patienten, mit dem einzigen Unterschied, dass wir einen definierten Faktor haben, den wir eliminieren und wieder zurückbringen, nämlich die Schwerkraft. Is used to measure things in weightlessness, which then can be used on Earth. Now, weightlessness is not always a plus. It can also be a kind of a handicap, especially if you want to deal with fluids and things which could be poisonous or aggressive, because it will float away everywhere. And then you need things like this here. This is a glove box. In fact, this glove box flew already on a Spacelab mission USML-2. A very similar one is on Neurolab. And these glove boxes are needed to put your hands in and to contain fluids. You see here how this could evolve to, for instance, a space station with a much larger glove box. And I already mentioned fluids. Fluid studying is very interesting in zero gravity because they behave very, very different. I have here one experiment. This is an experiment of Jean-Claude Legros, which is standing here. He was one of the investigators on board of the early Spacelab flights, including my own flight. So Jean-Claude, can you tell us a little bit more about why you study fluid physics in space? Mechanismen zu verstehen, der die Konvektion, die Bewegung in die Flüssigkeiten einbringt, ohne Schwerkraft. Die Daten werden dann benutzt bei sehr großen Behältern benutzt mit Monokristallen von Halbleitern und dort wird das benutzt. Wenn wir for a higher quality, then you have to have knowledge about certain aspects in the fluid which you cannot study on the Earth. Ja, natürlich. Diese Mechanismen werden von der Schwerkraft Now you've done experiments quite already some time ago, like 15 years ago. What have you learned since of those experiments? Dass wir auf der Erde sehr sorgfältig unsere Experimente vorbereiten müssen, um wissenschaftlich etwas aus diesen Missionen zurückzubringen. Die Missionen sind kurz und wir müssen sehr effizient arbeiten. Are you going to be involved in the use of the space station? I hope so. Hoffentlich. Im nächsten Monat fliegen wir ein Experiment in einem Behälter des Shuttle, um Rohöl abzumessen und die Verteilung der verschiedenen Schichten und Elemente des Öls zu messen. Diese Daten helfen uns dann, Jean-Claude, just can I give this back to you? It's your experiment. If you look at that, what goes through you? Ach, da wäre ich ganz schwermütig, denn es handelt sich ja um das Ende der Spacelab-Zeit. Very good time on Spacelab. Going to Spacelab and its scientific results, there is one particular man which I think is best to ask. It is Bernd Feuerbacher. He was the mission scientist on the first Spacelab mission since he is professor and heading the Institute for Raumsimulation in Cologne. And Bernd, it's a very big pleasure to see you back and at this celebration moment.
let me ask you though, if you just think about it, what are the highlights which come up in your brain thinking about Spacelab? Wenn ich an Spacelab denke mit mehr als 20 Flügen, war eine Erfolgsgeschichte. So viele Ergebnisse haben sich gezeigt, die uns gezwungen haben, wissenschaftliche Handbücher umzuschreiben. Und das ist doch ein wirklich wichtiges Ereignis. Aber nicht nur das. Es handelt sich um etwas, was genauso wichtig ist. Die Ergebnisse, die aus diesen Experimenten kamen, helfen uns, Produkte für die Industrie auf der Erde zu verbessern. Und das ist genauso bedeutend. So basically many companies are earning more money now. Can I understand it this way? That, are there particular things you can mention how they could earn more money? Sie werden sich erinnern, dass in den alten Zeiten Versprechen ausgesprochen über Fabriken im Weltraum. Das wurde natürlich nicht verwirklicht. Was geschehen ist, wie Sie gerade gesagt haben, Fabriken, die Industrie auf der Erde kann mehr Geld verdienen. Ein Beispiel habe ich hier. Das möchte ich Ihnen zeigen. Das ist eine Gleitlagerschale, ein Lager in einem großen Dieselmotor, der für Stromerzeugung benutzt wird. Und was hier wichtig ist, ist der Werkstoff. In einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie haben Spacelab-Experimente dazu geführt, ein neues Produktionsverfahren zu finden für solche Gleitlager auf der Erde. Und diese haben ein Ziel von besserer Leistung. Man kann sie in Automobilen verwenden, die dann länger leben und weniger Verschleiß empfinden. Thank you very much, Bernd. It was very good to see you again. Now, we need to go back to the Cape. We need to go back to Martin Ranson because, Martin, I heard there was a press conference. And can you tell us a little bit more about the kind of questions which were asked and the kind of answers given? Martin? Well, Huber, I can tell you that, first of all, the press conference before the flight 24 hours ago, the meteorologist said that nothing could stop liftoff apart from a technical problem. So today, obviously, the questions fired at Bob Seek, the shuttle processing director, were to obtain his reaction. It must be recalled that the last mission countdown that was interrupted here because of a technical reason was back in April of last year. Since that STS-83 mission, there have been 6 missions in a row that have all left on the scheduled day. Bob Seek, who says things quite plainly, said, well, I think that as concerns this postponement, the word bummer comes to mind. But he did recall that this kind of occurrence is part of the space business, and this sort of incident will be long forgotten in a few years' time. Bob Seek was also asked what the crew were doing today with these extra 24 hours on Earth. And with his dry humor, he said, well, they could do some extra training, or it would be a good day to go to the beach. Although, Fubo, I believe that's extremely unlikely that they would go to the beach. Well, they have a beautiful beach house at the Cape, so I'm not so sure whether they do not spend a few hours there. Well, thank you very much, Martin. Thank you very much, Martin. And I'm now here with our Director General of the European Space Agency, Mr. Antonio Rodota. And if you don't mind, Antonio, I'd like to ask a question which I think is a burning question, and it is the political value of Spacelab in its 25 years. Der politische Wert des Spacelab sind vielerlei, eine Vielzahl. Aber mit dem Spacelab und vielleicht in Zukunft mit der Raumstation haben wir die Möglichkeit, viel mehr zusammenzuarbeiten, als das auf der Erde der Fall war. Der Geist der Zusammenarbeit, und da können Sie uns viel mehr darüber berichten, die Zusammenarbeit im Weltraum ist ganz anders als Zusammenarbeit auf der Erde. Aber diesen Geist, diesen guten Geist der Zusammenarbeit müssen wir ausnutzen. Wir haben beschlossen, mit allen Mitgliedstaaten
Astronauten beschlossen, nicht verschiedene Astronauten in Europa zu haben, sondern nur mehr ein Korps der Astronauten in Europa. Nachdem wir Europa aufbauen, ist das ein wichtiger Schritt zum Formen des Geistes Europas im Raum. Is putting the member states more together and making a stronger Europe. Das glaube ich wohl. Und das ist auch die Botschaft, die wir an alle in Europa überbringen wollen. Denn wir bringen ja viele Opfer, um den Euro einzuführen, um Europa aufzubauen, müssen wir unsere Rolle spielen und die Raumfahrt kann das tun. I would like to also ask our next guest here is Peter Crayola, and now the way to introduce Peter would be, for instance, as the delegate of Switzerland, but that will be perhaps by far too little. Peter Crayola is known as our visionary. He is the European visionary. He is the one who talks about the future, and in fact, he is the chairman of the Long-Term Space Policy Committee. And so, Peter, can I ask you, how do you put Spacelab in your scope of the long-term future vision? Well, Spacelab was the first ja, das Spacelab war sicherlich der erste Schritt Europas in Richtung bemannte Raumfahrt. Und das wird in der Zukunft auch der Fall sein. In 25 Jahren wird die Schweiz der EU beigetreten sein und das wird Europa zeigen, dass die Schweiz auch eine Weltmacht ist. Wenn man eine Weltmacht sein will, dann braucht man eine volle Raumfahrtkapazität. Man muss in den Raum gelangen können, man muss dort komplette Raumfahrtsysteme betreiben können. Die sind so wichtig für das Überleben unserer technologischen Zivilisation, aber auch für das Management unseres Planeten Erde. Das wird in den nächsten 25 Jahren das wichtigste Ereignis sein. Wenn ich noch etwas hinzufügen darf, dann möchte ich sagen, dass wir bis dann hoffentlich den Unterschied kennen zwischen Mond und Mars. Mars ist weit weg. Mars wird sicherlich von Menschen erforscht werden, aber der Mond soll als ganz etwas anderes betrachtet. Die natürliche Raumstation der Erde. Ja, Peter Crayola ist unser Visionär. We go from Spacelab to the moon, but before we go to the moon, let's stick with Spacelab for the time being and the European Space Agency, because next to the integration of Europe and next to the long-term vision, we have, of course, the various member states, big ones and small ones. And one of the bigger ones is represented by Professor Dr. Krull, the head of DLR, who is going to say a few words about the interest of Germany. Ich denke, im Rückblick auf die 15 Jahre Spacelab können wir heute sagen, diese Zeit haben wir erfolgreich bewältigt. Und ich bin zuversichtlich, dass die Bündelung unserer Kräfte in Deutschland und in Europa auch dazu führen werden, dass wir einen überzeugenden Beitrag zu der großen Herausforderung internationaler Raumstation leisten können, demonstrieren können, dass Forschung, Technologieentwicklung und Betrieb in Europa in internationaler Kooperation auf einem hohen Niveau geleistet und beigetragen wird. And we have a third guest here now from one of the smaller countries, and in fact, Holland. It is Ruud Roos, and Ruud Roos is also the director of the Dutch Institute for Aerospace Programs. So Ruud, what can you tell us about the role of a smaller country in the total European Space Agency? Nun, wir müssen uns ganz sicher sein, dass diese Rolle gespielt wird. Und wir erwarten von der ESA, dass die ESA sich um die kleinen Länder kümmert. Wenn wir eine allgemeine Antwort geben sollen, dann können wir sagen, dass die ESA der Dirigent der Raumfahrtsunternehmen aller Länder sein wird, auch der kleineren Länder. Und spezifischer gesehen vielleicht, die kleineren Länder müssen sich auf die ESA verlassen können als eine Raumfahrtsorganisation, denn die kleineren Länder haben selber keine. Und wenn sie sich verlassen können auf ESA, dann
müssen sie beraten werden, geführt werden in Bezug auf die technischen Fragen und sie müssen ebenfalls die technischen Ausrichtungen für die Zukunft finden können. Schließlich muss es den Industrien der kleineren Länder möglich werden, vorzubereiten, sich selbst vorzubereiten auf die Rolle im Weltmarkt. Das ist wichtig. Mr. Dr. Antonio, some kind of a very strong difficulty. You have a European Space Agency, you have a small country with a very, of course, business approach, as the Dutch always have. They have the Swiss with the long-term views, you have the Germans with a large interest, and the French and the Italians. I mean, what are the tools which the agency really has to pull that together? It's a difficult question, this one, because we are just in eine Fangfrage, denn wir sind dabei, die ESA zu verwandeln. Die Welt ändert sich, sie entwickelt sich, die Europäische Raumfahrtorganisation muss sich an die sich ändernde Welt anpassen. Wir brauchen raschere Entscheidungen, wir müssen mehr Industrie unterstützen und wir müssen uns den Anwendungen zuwenden, denn wir sollen natürlich nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Menschen arbeiten. We in Europe do have the same gains as the other big nations on this world when we just go further to space developments. And going further to space developments also brings me back to the Cape, to Cape Canaveral and to Martin Ransom. Because, Martin, I would like to have a last word from you before we're going to say goodbye to the link we have with you. Well, Vubo, from where I am, I can still see the shuttle. They're working, no doubt, full-time. They've accessed the orbiter by the orbiter access arm, which you walked along those years ago. They're fitting this new box of electronics in the orbiter, and it should be in place and tested by sunset tonight in about 6 hours from now. We'll have then confirmation of a go for launch tomorrow at the same time. But what if they do encounter problems? Well, the question was put at the press conference. It would be an entirely new ball game because the implication of a prolonged postponement are considerable. There are other rodents, notably in the Spacelab, 152 rats. There are some fish and snails. These would have to be changed, and to do that, the Spacelab would have to be accessed. This means bringing the service tower back alongside the shuttle, opening the payload bays. All this would require several days. The shuttle Columbia could be ready for a launch next Tuesday if this is the worst-case scenario, but there are other considerations. This is the Eastern Test Range, as you know. There are other launchers being shot from this region. There's a Delta launch on the 23rd. There's a ground test of a Titan rocket. And so it was said during the press conference that in this worst-case scenario, the flight, the Neurolab flight, might be pushed back to Saturday the 25th. But that is a pessimistic view of things, and NASA managers here are confident that they will be able to carry out the work in the 24-hour turnaround period. That's all we can say now, Vubo, for the moment. It's the name of the game in this space business. Short disappointments, but then great successes are achieved. Thank you very much, and that's absolutely true what you say. It's much better to launch a few days later with a good launch than just press it too quickly. And we know this all very much so. I'm in fact here with some of the colleagues, Ulf Merbold and Jean-Jacques Bavier. And let me first, Ulf, well, I mean, it's wonderful to see you here at this celebration because you, Ulf, and I, we just have old rookies. I was your backup at the first flight you did, and you were my backup at the second flight. But Ulf, I would like to go a little bit to the first Spacelab flight. Can you say a little bit about the experience during the launch? I mean, how does it really go? What is it what you see and observe? Okay, the payload specialists are normally put into what is called the middeck, so you don't have big windows. Da hat man keine großen Scheiben, wo man hinausblicken kann.
In den letzten Stunden des Countdown vor dem Start, das ist die schwierigste Zeit in einem Raumflug, denn man hat nicht viel zu tun, es gibt viel Zeit, sich alles zu überlegen, die eigene Situation, hat man sich gut genug ausgebildet, ist man gut genug trainiert, um alle Situationen zu beherrschen. 90% der 2000 Tonnen sind ja brennbares Material, aber wenn dann die Raketen gezündet werden, dann befürchte ich nicht mehr. Das kann ich gar nicht in Worten beschreiben. Das ist das fantastischste Erlebnis überhaupt. Es schüttelt alles. Und am Mittag, wie Sie selbst gut wissen, ist man so in einer Halbliegeposition und oben sind die sogenannten Middeck-Lockers. Da hatte ich einige dieser Behälter, die schüttelten und rüttelten. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob sie jetzt wirklich fest genug da oben befestigt worden waren. Ich hatte wirklich Sorge, dass sie auf mich fallen würden. Ja, man gewöhnt sich eigentlich leicht an solche Flüge. Ich kann solche Flüge jedem empfehlen. But let me go also to introduce Jean-Jacques Bavier, because Jean-Jacques has also flown on the shuttle, but there was something special about you because you also flew and were doing your own experiment. So Jean-Jacques, can you tell us a little bit about that particular experience? Well, I was lucky enough to ich hatte großes Glück, denn ich war als Wissenschaftler oben, habe an meinem Labor gearbeitet, wir hatten Experimente vorgeschlagen und wollte gern als Nutzlastspezialist, als Wissenschaftsspezialist meine eigenen Experimente durchführen und natürlich auch die Experimente für die andere wissenschaftliche Gemeinschaft. Das Gefühl zu haben, etwas ganz bis zum Ende durchzuführen, wenn man ein Experiment vorbereitet hat und es selbst auch durchführt, das ist etwas, was sehr viel Zufriedenheit gibt. Das kann man für den Rest seines Lebens nicht vergessen, denn das ist ganz anders als alles, was man auf der Erde machen kann. In fact, Ulf and myself, we trained for many experiments, to do many experiments, and none of those experiments were our own. So basically, we're good friends with all the experimenters. Yeah. Were you good friends with also the experiments? Yes, but you did your own experiment. Ich bin gut Freund mit meinem eigenen Experiment und mit mir selbst. Well, actually, ja, natürlich, meine eigenen Experimente gehörten zu einem Gesamtprogramm und ich musste für die gesamte Mission trainieren. Wir hatten 46 Experimente, 18 Monate Training waren notwendig, um mit allen Bekanntschaft zu schließen. Aber um sein eigenes Material an Bord zu haben, das ist ganz etwas anderes. Wir haben also die Erfahrung der verschiedenen Flüge. Jetzt kommt die internationale Raumstation. Wollen Sie etwas besonders empfehlen? Ja, wie wir die Experimente vorbereitet und betrieben haben, ist sicherlich beispielhaft die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern auf der Erde und im Weltraum. Diese Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Auf mir herrscht ein Mangel an Kommunikation, diese Kontrolle fehlt und ich glaube, dass das Spacelab die beste Art so Spacelab is very important. It's glad that we hear that. Isn't that true, Dick? That is very nice to hear this again, because we have also with us Dick Marmon, and you're from the NASA's Marshall Space Flight Center, Huntsville, Alabama. And you're from the time when Spacelab started, and it was Harry Kraft who was the manager of the mission, first mission. We all know that. And you had a nice expression about what your role was, because Harry had a very loud voice and he was very strong. And what were you doing? Well, I cleaned up after. Ja, ich habe hinter ihm aufgeräumt. Now, those were the good days. It's really nice to be here and participate with you. Es ist natürlich hier
eine Freude für mich, an diesem Ereignis teilzunehmen. Hier in der Heimat des Spacelab in Europa, wo das Spacelab gebaut wurde. Und das war für uns wirklich ein gutes Arbeitswerkzeug. I think at those times when Europe started Spacelab, in the views of NASA, I mean, Europe had no experience whatsoever to do anything from manned spaceflight. And were you really confident? And how many people did you really embark on trying to help us at those days? We had a team, a small team. Wir hatten ein kleines Team. Wir haben uns verlassen auf die europäische Industrie und auch auf die Europäische Raumfahrtorganisation. Alle mussten irgendwann anfangen. Es war uns nicht angeboren. Es hat gut funktioniert. Wir haben gelernt und hat uns die Gelegenheit gegeben, 25 Jahre lang zusammenzuarbeiten, in echter Partnerschaft zusammenzuarbeiten. I assume that that's the kind of partnership which eventually also is leading to the space station, because are you now involved in the space station? Yes, I am. Ja, natürlich. Das Glück habe ich, was unsere Organisation unternommen hat, war in den verschiedenen Zentren jedem Zentrum spezifische Aufgaben zuzuweisen. Aufgaben, die wir in Marshall für Spacelab gemacht haben, machen wir dann auch für die Raumstation. Wir überprüfen die Entwicklung der druckbeaufschlagten Elemente und benutzen die Erfahrung, die gewonnen wurde, und nutzen diese Erfahrung für die Experimente bei der Entwicklung, beim Betrieb und schließlich the success story then of Marshall being involved in the space station in the same way as it learned doing Spacelab. Yes. But it's getting then time to just get a little closer look on what the International Space Station will be all about with the following virtual reality videotape. Starting on the left here, we have the European Columbus Orbital Facility, which is an experiment laboratory. There are also some experiments mounted on external pallets here. And what you see here moving is the European robot arm, or ERA. Shown approaching from the rear is the ATV, or Automated Transfer Vehicle. This is built by Europe and will be launched on Ariane 5. So I'm now approaching it from below. We're going to have a look inside. So we're now inside the airlock. So this is now the inside of the Columbus Orbital Facility. This is an experiment laboratory for experiments in microgravity. So I'm now turning around and we're going to retrace our steps back to Node 1. We've opened the door now, and now we're going to flow back out into space. Yes, it's up till now, it's getting pretty clear. 25-year Spacelab is in fact leading to the International Space Station. So we'd like to spend a little bit more time on what the space station for us means, but also what the original drives were for different countries to bring it this far. And in particular, we'd like to talk about what Germany had in their flag, let's say, to push so much for manned spaceflight. And to discuss that, I have here with me Norbert Kiene. And Norbert Kiene, you have been basically also involved right since the start in the decisions for Spacelab, in the decisions for who's going to build and what is the support of the German government. And can you tell us a little bit more about why was it so important for Germany at that time to be involved in manned spaceflight? Well, it's correct. I've been involved from the beginning, and there's not only one argument for the German involvement in that program, for the push. Es gibt nicht nur ein Argument für die deutsche Beteiligung. Die Raumfahrt als solches, die Nutzung und die Forschung des Raums ist eine Herausforderung für die Menschheit. Ein Land wie Deutschland mit einer wissenschaftlichen und technologischen
Kraft muss an einer solchen Herausforderung für die Menschheit teilnehmen. Zweitens, die Technologie, die entwickelt werden muss für die bemannte Raumfahrt, hat viele gute Gründe. Und zwar auch für viele andere Gebiete. Solche Labors im Raum zu bauen, gestattet uns Zugang zu einem solchen Labor zu gewinnen und wissenschaftlich zu arbeiten. In Deutschland haben wir sehr bemüht, eine neue Wissenschaft zu entwickeln, die Wissenschaft der Mikrogravitation. Nicht nur diese Argumente waren vorherrschend, sondern auch die internationale Zusammenarbeit. Zusammenarbeit unter europäischen Ländern, das heißt auch Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Und dieses Argument steht auch voran für unsere Rolle in der internationalen Raumfahrtstation. The first German Spacelab flight, the D1 flight, had 3 astronauts which are professors. And so there is something about science and the German mission which I think is unique. But coming to the crews on board at those times were 2 Germans, myself, and 5 Americans. Since then, that has changed, and the Astronaut Center is in fact close to where you work in Cologne. But there's a change coming up in what kind of astronauts we're going to have. Isn't that true? Well, astronauts in the first years were the right stuff. In den ersten Jahren Piloten und Ingenieure. Wir haben den Gedanken, diesen Begriff der Wissenschaftsastronauten entwickelt, Wissenschaftler, die Experimente an Bord durchführen. Seither haben wir viel Erfahrung gewonnen. Zu Beginn war es auch wichtig, Astronauten aus den einzelnen Ländern an Bord zu haben. Ein Deutscher an Bord musste es sein. Bei der ersten deutschen Mission waren auch Sie an Bord, der einzige Nicht-Deutsche. Aber die Entwicklungen der letzten Jahre, die zur Entscheidung kürzlich geführt haben, die Astronauten Europas in einem Chor zusammenzubringen, das ist wichtig. Of manned space and microgravity here of the European Space Agency, and Jörg, you very recently was very strongly involved in unifying the astronaut corps. Wasn't that correct? That is correct, and I'm very pleased. Das ist richtig. Und ich bin sehr erfreut, sagen zu können, dass wir jetzt ein einheitliches europäisches Astronautenkorps besitzen. Langsam aber sicher bauen wir Europa auf. Und hoffentlich werden wir bald dieses Astronautenkorps in Köln ansetzen. And yeah, we are all sitting here at the European Space Technology Center, the Technology Center of the European Space Agency, in a room which has a special dedication, becomes a special dedication, as I said in the beginning, the Space Station Information and User Center. How do you see this evolving, Jörg? How do you see the agency evolving in the space station with its utilization program? First of all, this zuerst room here, this big room, ist dieser Riesenraum hier im Erasmus-Gebäude in der nächsten Zukunft als Auskunftszentrum dienen für die Raumfahrtstation. Wir werden Kandidaten informieren darüber, was man an Bord der Station überhaupt alles tun kann, wie man sich bewerben kann, um ein Experiment zu fliegen, was muss vorher getan werden, was sind die Gelegenheiten, und all das wird sich hier in diesem Raum konzentriert finden, um die Informationen an die Nutzer zu bringen. Aber wir werden auch das tun, was Sie hier heute machen. Wir werden diesen Raum als Fokus benutzen, um alle Ereignisse der Raumfahrtstation an das europäische Publikum zu bringen. Mit den ersten Elementen beginnen wir August, September und dann 80 Starts bis 2002, 2003. Es wird sehr rasch vor sich gehen. Und wir werden dann ständig dieses Zentrum für die Information über die Starts benutzen. From the future, as you described, what we're going to do with this ESTEC as a technology center for the International Space Station. But talking about ESTEC, Spacelab also started here. And at that time, when Spacelab started, the director of ESTEC was Massimo Trella. And so, Massimo, you have been all the way from the start, and now we're talking about the future.
Can you reflect a little bit about how you started, and did you ever anticipate how important the start of Spacelab was for the work which is going on right now for Space Station? Well, there are indeed a lot of ja, natürlich gibt es viel Gemeinsames zwischen den beiden Abenteuern. Alles begann, wie Sie sagten, vor 25 Jahren. Ich war selbst daran beteiligt, bei den Vereinigten Staaten zu erfahren, mit Jean-Pierre Cos damals, wo Europa im Post-Apollo-Programm teilnehmen könnte. Für uns war das eine Mordsherausforderung. Wir hatten wir steckten damals noch in den Kinderschuhen. We see that it all started a long time ago, and we see that we celebrate 25 years of Spacelab, but the celebration of Spacelab is not a sad one. It leads to the International Space Station. I'd like to thank everybody very much for being with us, in particular you who looked at us and listened to us, and I hope you have a very, very good night. Hello, Spacelab. Hello, Spacelab. Yes, without your boss calling.